So, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute schauen wir uns mal die Sache Linux an. Ich habe einen speziellen Kunden gehabt, der hat einfach das Problem, dass er Linux wollte und wir haben das auch installiert. Und dann kamen seine Ansprüche, wir hatten darüber nicht diskutiert, wir hatten darüber auch nicht geredet. Ja, er benutzt sehr viel WhatsApp und Line und Skype. Und das nicht nur in den Versionen, wo nur das Chatten per Tastatur möglich ist, sondern ausschließlich mit Videokonferenzen. So, das betrifft dann auch noch Zoom und ein paar andere Geschichten. Und da möchte ich euch mal eine Lösung zeigen, wie ihr das wirklich sauber hinbringen könnt. Es gibt da nämlich mehrere Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Whoopsala, ein Dualsystem. Monitor 2 rüber. Ja. Da seht ihr auch jetzt schon hier läuft eine kleine Maschine im Linux. Und zwar, was hat das für einen Hintergrund? Wir haben das Problem, dass Line WhatsApp nicht unter Linux mit Videochat funktionieren. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten jetzt, die man benutzen kann. Ich habe sie alle ausprobiert, von Nbox bis Waydroid, vergesst es. Da kommt ihr keinen Schritt weit und mehrere kriegt ihr schon gleich gar nicht ans Laufen. Ist eine verdammt komische Geschichte, ist wirklich wahnsinnig fies, aber sie ist so, da kann man einfach nichts machen. Um das Problem jetzt einfach zu beheben, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die ganzen Chatprogramme unter Linux rausgeschmissen, also sprich Skype, Zoom, hätte noch, also Skype funktioniert Linux problemlos normalerweise. Zoom, jein, würde funktionieren. WhatsApp online würde mal ganz und gar nicht funktionieren. Die Lösung besteht einfach darin, alle diese Kommunikationsprogramme, diese Programme aus Linux auszugrenzen, die Kamera komplett auf das virtuelle Maschinchen zu richten, was wir uns hier eingerichtet haben, das dann hier als ein Windows-System zu nutzen. Wir haben also sehen hier unten jetzt Line laufen, WhatsApp, Skype und Zoom. Dadurch erreichen wir eine sehr einfache Handhabung der ganzen Komponenten, weil durch die VirtualBox haben wir schon mal sehr viel gefilterte Geräte zum Ansprechen. Bei diesem PC sind jetzt zum Beispiel eine Webcam dran, 2 Mikrofone. Durch die 2 Monitore und den PC-eigenen Lautsprecher haben wir 3 Lautsprechersysteme, die man ansprechen kann. Das ist unter Windows von Haus aus immer ein Problem gewesen, dass es sich gern verstellt hat. Das ist hier nicht mehr der Fall, weil man hier die speziellen Geräte einfach auswählen kann. Das hatte ich jetzt aber bei diesem Setup hier nur im Skype. Ich gehe mal ganz kurz da drauf. Die Aufzeichnung läuft jetzt gerade über Remote Session und die Internetverbindung ist furchtbar schnell. Und hier war es eigentlich unter Einstellung jetzt nur eine Korrektur notwendig. Hier unter Video und Audio. Ja, da musste man kurz die Lautsprecher nochmal einstellen, dass die passen. Ansonsten läuft das hier wirklich alles wie geschmiert. Sie laufen alle parallel und es gibt keine Probleme. So, wo liegt jetzt der ganze Gag an der Geschichte? Eigentlich gar kein Gag. Installiert einfach eine VirtualBox unter Linux, startet die und dann könnt ihr euch über den Microsoft Store die ganzen Programme, die ihr braucht, einfach herunterladen. Da brauchen wir jetzt kein großes Setup-Video für veranstalten. Da reicht, wenn man einfach den Trick kennt. Sprich, dadurch, dass wir die Kamera und speziell jetzt Mikro oder sowas komplett aus dem Linux rausgenommen haben, ist das Linux eigentlich nur noch rein zum Arbeiten da. Und alles, was über Kommunikation läuft, darum kann man auch die Kamera umschalten, läuft hier zum Beispiel jetzt über dieses kleine Windows. Das ist also eine kleine Kommunikationszentrale, so müsst ihr es vorstellen. Da könnt ihr hier das Skype installieren. Ja. Ihr könnt auch das Line installieren. Und genauso findet ihr auch das WhatsApp hier. Ne?
Das könnt ihr dann auch ganz gemütlich installieren. Und ihr könnt alle Programme wirklich gleichzeitig nutzen und das immer hier so schön einfach hier oben in der Ecke so ein kleines Windows-Maschinchen laufen lassen. Da seht ihr auch dann automatisch, wenn ein Anruf kommt. Ihr kriegt euer Audiosignal automatisch, wenn was kommt. Dann klickt ihr einfach ganz kurz hier auf euer Symbol. Das Fenster wird groß. Und hier könnt ihr euren Anruf dann entsprechend auch annehmen. Je nachdem, in welchem Programm das der reinkommt. Das ist eigentlich der ganze Zauber an der Geschichte. So kriegt ihr die ganzen Chatprogramme mit Videokonferenzen und sonstiges unter Linux am Laufen, wenn ihr da mit Wine oder sowas Probleme habt. Wine oder Bottles, Android, Inbox heißt das Programm, ist schon lange tot, es ist eigentlich schon seit 3 Jahren tot. Waydroid ist auch irgendwie nicht so richtig weiterentwickelt worden. Das könnt ihr alles vergessen, das läuft irgendwie nicht richtig. Unter Wine habe ich nicht mehrere Programme ans Laufen gekriegt, das ist das nächste Problem gewesen. Drum die Lösung mit der virtuellen Maschine. So, ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Solltest du Fragen dazu haben, kannst du dich gerne an den Homepage-Artikel richten und da kommentieren. Du kannst aber auch direkt hier unter dem YouTube-Video deinen Kommentar da lassen. Über ein Like für das Video würde ich mich sehr freuen, wenn es dir geholfen hat. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Solltest du generell Probleme damit haben, das Ganze einzurichten, nachzuvollziehen, Probleme oder Fragen haben, sonstige Probleme oder Fragen haben, die einen PC betreffen, kannst du dich gerne an die KSC wenden, ein weltweit tätiger Remote-Dienstleister, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da werdet ihr geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Hacken, Ecken und Ösen. So, und jetzt wisst ihr, wie ihr das Ganze richtig schön ins Laufen kriegt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann unten ab in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.